herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Ich bin die Leseratte und bei mir geht es um Bücher. Und im heutigen Beitrag möchte ich dir gerne ein Buch von Nicholas Sparks vorstellen. Dabei handelt es sich um einen Liebesroman, Mein letzter Wunsch. Das Buch ist am 20.08.21, also gerade erst vor kurzem, im Heine Verlag erschienen. Es hat 480 Seiten und die Lesezeit beträgt rund 5 Stunden. Leute, die dieses Buch mögen, könnten sich auch für ein ganzes Leben lang von Rosie Walsh begeistern. Dies kurz zu den Fakten. Nun möchte ich dir gerne den Autor ein bisschen näher bringen. Nicholas Sparks wurde 1965 in der Silvesternacht in Nebraska geboren. Er hat einen 1 Jahre älteren Bruder. Die Familie reiste dann nach Minnesota, wo seine jüngere Schwester auf die Welt kam. Sein Vater war noch am Doktorieren. Die Familie reiste dann nach Kalifornien. Sie hatten nicht viel Geld und lebten unter der Armutsgrenze. Und trotzdem, Nicholas Sparks erlebte seine Kindheit als wunderbar. Nicholas Sparks war ein guter Schüler und er war auch sehr sportlich, vielleicht ist er es immer noch. Jedenfalls hat er Leichtathletik gemacht und kam mit einem Sportstipendium an die University of Notre Dame. Leider erlitt er dann einen Sportunfall und musste die sportliche Karriere beenden. Während er sich von diesem Unfall erholt hat, habe ich gelesen, war er nicht so in guter Stimmung, so dass seine Mutter ihm vorschlug, doch zu schreiben. Und das war dann die Grundlage für seinen späteren Beruf. Während seiner Collegezeit lernte er Kathy kennen und die beiden heirateten 1 Jahr später. Nach dem Abschluss am College mit Betriebswirtschaft arbeitete er in verschiedenen Berufen. Ich glaube, das ist fast bei allen Autoren so, bevor sie dann Bestseller-Autoren wurden. So arbeitete er als Immobilienmakler, Hausrestaurator, als Kellner. Er war auch Vertreter für Zahnpflegeprodukte, auch als Pharmaassistent war er tätig. Die ganze Zeit aber blieb er einer Sache treu, er hat immer weiter geschrieben. In einem kleinen Verlag in Sacramento konnte er dann sein erstes Buch Wokini oder die Suche nach dem verborgenen Glück zusammen mit Billy Mills veröffentlichen. Daraufhin hat er dann Wie ein einziger Tag geschrieben, eine Liebesgeschichte. Im Originaltitel hieß es The Notebook und dieses Buch war die Basis für seine Karriere als Bestsellerautor. Mit dem Erfolg seines zweiten Romans hat er dann mit allen anderen Berufen abgeschlossen und wurde vollzeitlich zum Schriftsteller. Nicholas Sparks ist ein Vielleser. Er liest 125 Bücher pro Jahr. Man muss sich das mal vorstellen. Daneben schreibt er selber eben auch noch seine erfolgreichen Romane. Heute lebt er mit seiner Familie, ich glaube, die haben 5 Kinder, in North Carolina, wo auch die meisten seiner Romane spielen. Jedes Buch, das er schrieb, eroberte die Bestsellerliste. Die Bücher wurden in über 50 Sprachen übersetzt und es ist tatsächlich so, dass Sparks einer der meistgelesenen Autoren der Welt ist. Und nicht nur die Bücher wurden zu Erfolgen, auch die Bücher, die verfilmt wurden, waren allesamt erfolgreiche Filme. Zum Beispiel Wie ein einziger Tag mit Ryan Gosling und Rachel McAdams. Das ist die Verfilmung seines ersten erfolgreichen Romanes Wie ein einziger Tag. Ich liebe diesen Film. Es ist eigentlich einer meiner Liebesgeschichtenfilme. Noah war ein Junge vom Land, Ellie kam aus der Stadt. Sie lernten sich auf dem Volksfest kennen. Sie waren sehr unterschiedlich, aber als Noah Ellie an dem Abend sah, war er wie vom Blitz getroffen. Gehst du mit mir aus? Nein! Nein? Ah! Verdammt, meine Hand rutscht ab. Okay, gut, ich gehe mit dir aus. Was? Nur weil ich dir leid tue, oder was? Nein, ich möchte es. Sag es laut. Ich will mit dir ausgehen. Na schön, dann gehen wir eben aus. Aber auch Dear John oder Das Leuchten der Stille, wie es auf Deutsch heißt, wurde verfilmt.
Da haben Channing Tatum und Amanda Seyfried die Hauptrollen gespielt. Es wurde aber auch Safe Haven, The Lucky One, Kein Ort ohne dich, The Last Song mit Miley Cyrus und Liam Hemsworth. Alle diese Bücher wurden erfolgreich verfilmt und auch bei den Filmen hat Nicholas Sparks als Produzent ein Auge auf die Produktionen. Dies zu ihm, dann gehen wir jetzt weiter. Ich möchte kurz die Geschichte zusammenfassen. In diesem Buch geht es um Maggie. Maggie ist eine Fotografin. Sie ist im letzten Stadium eines Melanoms, das ist der schwarze Hautkrebs, erkrankt. Sie lebt in New York und führt eine Galerie zusammen mit einem Freund. Maggie hat eine bewegte Vergangenheit. Sie ist als Fotografin viel in der Welt herumgekommen und hat sich jetzt eben im Endstadium der Krebserkrankung in New York niedergelassen. Sie ist bekannt für ihre Bilder, fast noch bekannter aber ist sie mit ihrem YouTube-Kanal, wo sie über ihre Krebserkrankung berichtet, wie es ihr geht dabei, und da hat sie viele Zuschauer gewonnen über diesen YouTube-Kanal. Das Buch beginnt dann eben auch in New York. Und Maggie hat gerade einen neuen jungen Assistenten eingestellt für die Galerie und wir befinden uns kurz vor Weihnachten und Maggie verbringt viel Zeit mit diesem Assistenten namens Mark Price. Während dieser Zeit beginnt sie ihm über ihre Vergangenheit zu erzählen, eine Geschichte, die sie seit Jahren niemandem erzählt hat, und während sie ihm diese Geschichte erzählt, taucht sie wieder ein in die Zeit, als sie kaum 16 und hochschwanger, ungewollt schwanger, von ihren bestürzten Eltern zu einer alleinstehenden Tante namens Linda nach Ocracoke Island geschickt wurde, um dem Gerede zu Hause in Seattle aus dem Weg zu gehen. Auf der Fähre nach Ocracoke Island macht Maggie die Bekanntschaft mit dem jungen Bryce, der ungefähr in ihrem Alter ist, und kommt dann eben auf Ocracoke Island an. Ocracoke Island ist eine kleine Insel mit mehrheitlich Fischerhäuschen. Es ist mehr eine Attraktion für Touristen, die eben diese pittoreske Ortschaft anschauen wollen. Für ein Teenager-Mädchen allerdings gibt es auf dieser Insel gar nicht viel zu tun. Es leben auch nur etwa 800 Leute ganzjährig auf der Insel und für Maggie ist es eine trostlose Insel. Sie denkt, sie wird sich wahnsinnig langweilen und freut sich eigentlich überhaupt nicht, jetzt da in Ocracoke Island bei der Tante Linda sein zu müssen. Tante Linda führt mit ihrer Freundin Gwen, auch eine ehemalige Nonne, auf der Insel ein Café, Bäckerei. Und so ist sie halt auch ziemlich bekannt. Sowieso, da ja nur so wenig Leute dort leben, kennt jeder jeden. Und so ist es dann auch nicht verwunderlich, dass Bryce eines Tages bei Tante Linda auftaucht und Maggie ihm zum zweiten Mal begegnet. Es ist so, dass Maggie auch auf Ocracoke Island ihren schulischen Aufgaben nachkommen muss. Sie ist eher eine mittelmäßige Schülerin und sie sieht sich ganz im Gegensatz zu ihrer Schwester, die sie in allem zu übertrumpfen scheint, eine gute Schülerin ist und auch Maggie das Gefühl gibt, schlechter zu sein. Auch wird die Schwester von den Eltern bevorzugt, so jedenfalls empfindet es Maggie. Sowieso hat Maggie zu ihren Eltern eher eine distanzierte, kalte Beziehung und sie scheint sie in allem zu enttäuschen. Jedenfalls in Ocracoke Island beginnt Bryce ihr in einigen Fächern Nachhilfe zu geben. Und so verbringen sie mehr Zeit miteinander, Maggie lernt ihn besser kennen und er hat als Hobby die Fotografie und zeigt ihr Schritt für Schritt, wie man ein Bild entwickelt und entfacht in Maggie dann auch die Leidenschaft fürs Fotografieren.
Sie verbringen also sehr viel Zeit miteinander und mit der Zeit entsteht eine zarte Liebe zwischen den beiden. Aber wir befinden uns ja nicht in einem Märchen und sie lebten auch nicht happily ever after, sondern es kommt leider ganz anders. Bei Maggie setzen plötzlich die Wehen ein und Maggie gibt ihr Baby zur Adoption frei. Und eben diese Geschichte, die Ereignisse, die sie erlebt hat auf Ocracoke Island, erzählt die ältere Maggie dem neuen Assistenten. Und Maggie hat jetzt nur noch einen letzten Wunsch, nämlich zu erfahren, was aus ihrem Baby geworden ist. So, das zur Geschichte. Dann zu meinem Eindruck. Ich möchte jetzt auch gerade vorausschicken, dass ich in der Vergangenheit eigentlich fast keine Liebesgeschichten gelesen habe. Vielleicht auch aus dem Vorurteil heraus, sie könnten kitschig sein. Ich hatte da auch immer diese Doktorromane im Kopf, die man im Kiosk kaufen kann. Und deshalb habe ich eigentlich fast nie Liebesgeschichten gelesen. Ich bin aber froh, habe ich jetzt diese Geschichte gelesen, denn sie hat mich überhaupt nicht enttäuscht und mich eines wirklich Besseren belehrt. Ich finde, Nicholas Sparks erzählt seine Geschichte feinfühlig, voller Wärme. Er schafft sympathische Charaktere. Ich habe Maggie als Frau, aber auch als Teenager sofort in mein Herz geschlossen. Auch Bryce ist ein wahnsinnig sympathischer Charakter, ebenso Tante Linda. Ich liebe aber auch die treffenden Situationen, die Sparks mit einer Leichtigkeit und sehr bildhaft darstellt. Das sind so kleine Szenen, die aber so treffend sind, da denkt man, ja, das ist einfach so, wenn man das liest. Aber auch die Figuren, ich konnte mir das alles sehr gut vorstellen. Sparks braucht dafür nicht ellenlange, aber dafür sehr anschauliche Beschreibungen. Die Geschichte entwickelt sich langsam, fast wie ein guter Wein, und ich mag das. Und obwohl die Geschichte in 2 Zeitachsen läuft, also eben die ältere Maggie, die todkrank ist, die aus ihrer Vergangenheit als 16-jährige Maggie erzählt. Diese beiden Zeitachsen wechseln sich kapitelweise ab. Die Übergänge waren niemals abrupt. Ich kam nie aus der Geschichte heraus. Es waren weiche Übergänge und ich blieb immer im Flow. Wir erfahren aber auch einige Ereignisse durch Briefe von den anderen Figuren. Und am Schluss folgt sogar ein Perspektivwechsel. Die Geschichte hat einen sehr guten Spannungsbogen und wie gesagt, sie fließt eher langsam, sie ist also nicht voll bepackt mit Action. Sie hat viele ruhige Passagen, mir persönlich gefällt das sehr und trotzdem ist es nie langweilig, nie. Oder auch langatmig. Mir hat das sehr gefallen, mir gefällt der Erzählstil von Nicholas Sparks. Wahrscheinlich eben noch anderen, sonst wäre er nicht so ein Bestseller-Autor. Und was mir an Nicholas Sparks Erzählweise auch gefällt, ist, dass er dem Leser viel Raum für die eigene Fantasie lässt. Eben wie gesagt, er beschreibt nicht alles bis ins Detail, so dass man sich selber die Figuren ausmalen kann, die Situationen, und das finde ich sehr schön. Das ist das, was mich am Lesen begeistert. Die eigene Imagination. Und da kann ich dann eben auch wahnsinnig gut eintauchen und abschalten. Und das ist für mich, was Bücher ausmachen. Dann kommen wir zu den Dingen, die ich vielleicht nicht so gut gefunden habe, aber da muss ich euch leider enttäuschen, da gibt es praktisch nichts, das mir nicht gefallen hat an diesem Buch. Vielleicht war das Einzige, dass ich mir ziemlich früh ausmalen konnte, wie die Geschichte enden wird. Und trotzdem, dass es auch so gekommen ist, wie ich mir das ausgedacht habe, hat es mich doch immer noch gepackt. Und jedes Mal, wenn ich dachte, mehr Drama geht nicht, hat Sparks doch noch eine Schippe draufgelegt. Die Geschichte ging mir wirklich ans Herz, hat mich sehr ergriffen. Das zu der nicht vorhandenen Kritik.
Dann gehen wir weiter zum Fazit. Mein letzter Wunsch ist eine dramatische, authentisch, mitten aus dem Leben gegriffene Geschichte von großen Gefühlen, also von der großen Liebe, aber auch von großen Verlusten handelt, die uns auch zeigt, dass wir nicht Zeit vergeuden sollten mit Dingen, die unwichtig sind, sondern Dinge und eben insbesondere Menschen schätzen sollen, die wir lieben und mit ihnen auch die Zeit genießen. Man weiß nie, wann es vorbei ist. Und gerade in diesen Zeiten brauchen wir die menschliche Nähe und die Wärme umso mehr. Also es ist eigentlich ein Buch, das wirklich gut in diese Zeit, die wir jetzt gerade erleben, passt. Und dass im Leben eigentlich eben nicht materielle Dinge wichtig sind, sondern wir uns am Ende des Lebens an Erinnerungen festhalten. Guten wie schlechten, aber es sind die Erinnerungen, die uns ausmachen. Insofern eben die Geschichte ist überhaupt kein Kitsch, sondern echtes Drama, das aus dem echten Leben gegriffen ist. Und ich weiß nicht, wann ich am Ende eines Buches so geheult habe, dass es schon fast ein wenig peinlich war. Ja, jetzt habe ich mal ein Video über ein Buch, das der letzte Schrei ist, also brandneu ist, gemacht. Ich kann dieses Buch nur jedem wärmstens empfehlen. Ich freue mich, dass du zugeschaut hast. Ich hoffe, ich konnte dir das Buch näher bringen und freue mich, dich bei einem neuen Video über ein neues Buch wieder begrüßen zu dürfen. Wenn dir mein Beitrag gefallen hat, dann freue ich mich, wenn du meinen Kanal abonnierst, um keinen weiteren Beitrag von mir zu verpassen. Hoffentlich bis bald. Ich wünsche dir eine gute Zeit. Deine Leseratte. Tschüss.